Hier hast du die Top-Leute, die besten der besten Dienstleister, also die besten Marketer, die ich kenne, sitzen in Dubai. Die besten Fachkräfte der Welt kommen alle nach Dubai. Warum kommen sie nach Dubai? Weil hier einem die ganzen Möglichkeiten auch möglich gemacht werden. Eine Sorge, die ich damals hatte, als ich überlegt habe, eine Firma in Dubai zu gründen, war der Aspekt der Reputation. Ob meine Kunden, meine Zielgruppe mir noch vertraut, wenn ich eine Firma in Dubai habe. Darüber möchte ich heute in diesem Video einmal sprechen, denn ich glaube, es ist nicht nur ein individueller Fall, jetzt wie bei mir, dass ich die Sorge habe, sondern auch bei vielen anderen, die überlegen, macht eine Firmengründung in Dubai Sinn? Klar, wir haben natürlich die ganzen Aspekte von der steuerlichen Seite, Bürokratie, dem interessanten Standort, aber man hat natürlich auch gewisse Sorgen, wie beispielsweise, wie ist es mit meiner Zielgruppe? Ich denke, man kann da erstmal unterscheiden zwischen dem Angebot, was man selber hat. Denn wenn du ein Offline-Unternehmen hast, wie jetzt beispielsweise ein Restaurant, ein Friseursalon oder ähnliches, dann wird das für dich kein Aspekt der Sorge sein. Hier gibt es so viele Läden, die deutschesten der deutschesten Läden, sage ich jetzt mal wie Deichmann oder das dänische Bettenlager. Es gibt also sehr, sehr deutsche Unternehmen, die hier alle einen Standort haben. Das heißt, wenn du ein klassisches Offline-Unternehmen hast, ein Handelsunternehmen, dann brauchst du dir da schon mal auf jeden Fall absolut keine Sorge machen. Dann gibt es aber ja auch Online-Dienstleister, wie ich es bin, die online arbeiten, beispielsweise Coaches, Berater, Marketing-Dienstleister, Trader, alles, was irgendwie komplett ortsunabhängig passieren kann. Und da ist natürlich vielleicht die Sorge dann vorhanden. Vielleicht sind hauptsächlich meine Kunden gerade in Deutschland, im Dachraum. Wie sehen die das denn jetzt mit Dubai? Sehen die das dann irgendwie mich als Person, der einfach nur Steuern sparen, optimieren möchte, oder kaufen die dann immer noch bei mir oder kaufen die nicht? Und da habe ich folgende Erfahrung gemacht. Alle Menschen, Personen, die ich kenne, die Coach sind, Agentur sind, irgendwie online was machen, keiner davon hat ein Problem damit. Absolut gar keiner. Also ich kenne keinen einzigen bis jetzt und ich kenne eine sehr, sehr gute Handvoll. Und es kommt natürlich mal vor, dass jemand vielleicht das sagt, aber der prozentuale Anteil in den Verkaufsgesprächen ist so minimal im Vergleich zu den Vorteilen, die man hat, wenn man eine Firma hier hat. Also aus steuerlicher Sicht, aus den Netzwerksicht, aber auch wie viele neue Kunden sich dadurch erschließen und viel, viel geilere Kunden, ist es für mich ein Punkt, der sich jetzt im Nachhinein als falscher Glaubenssatz oder falscher Gedanke aufgewiesen hat. Da kann ich von meiner Seite aus sagen, es gibt keine Probleme hinsichtlich dessen. Wenn du allerdings eine Zielgruppe hast, die vielleicht sehr, sehr konservativ ist, weil ich habe eine Zielgruppe, die möchte auch wachsen, die ist grundsätzlich weltoffen und so weiter und so fort, da ist es kein Problem und das ist in den meisten Coachings auch so oder Marketingbereich, dass wenn du eine gute Außenpräsentation hast, viel Vertrauen nach außen aufbaust, dann hast du diese Probleme definitiv nicht, weil die wollen ja mit dir zusammenarbeiten wegen der Dienstleistung, dein Ergebnis. Wenn du jetzt eine Zielgruppe hast, die sehr konservativ ist und dein Außenauftritt nicht optimal gestaltet ist, dann kann das natürlich sein und du irgendwie persönlich nicht so das Vertrauen aufbauen kannst, dass die nur einfach sehen, okay, was ist das? Dann wirkt das Ganze unseriös. Aber das sind, denke ich, allgemein Punkte, womit du auch mit einer deutschen Firma Probleme hast. Wenn du keine Kundenerfahrung hast, keine Kundenstimmen, keine geile Außenpräsenz, gar nicht sichtbar bist, dann wirst du damit Probleme haben. Aber wenn du wirklich gut bist, dann ist Dubai der absolut perfekte Standort. Hier hast du die Top-Leute, die besten der besten Dienstleister, also die besten Marketer, die ich kenne, sitzen in Dubai. Die besten Fachkräfte der Welt kommen alle nach Dubai. Warum kommen sie nach Dubai? Weil hier einem die ganzen Möglichkeiten auch möglich gemacht werden. Dementsprechend, wenn du dir das überlegst, noch ein letzter Punkt, der mir dazu immer einfällt, ist, was sind deine persönlichen Ambitionen? Möchtest du Marktführer werden? Möchtest du der Beste der Besten werden? Dann schau mal, wo die Besten der Besten sind, wo sie ihre Standorte haben. Schau dir mal an, wo Facebook ist. Schau dir mal an, wo LinkedIn ist. Die sind beispielsweise in Irland. Warum sind die denn in Irland? Nicht, weil Irland ihr Hauptmarkt ist oder sonstiges, weil sie strategisch sich so aufstellen, dass sie das Maximale aus ihrem Markt rausholen und auch wachsen können, um dann am Ende des Tages die beste Dienstleistung zu entwickeln, weil sie die Ressourcen haben, weil sie die Fachkräfte auch anziehen können, weil sie die Fachkräfte auch bezahlen können. Und wenn du den Anspruch hast, der Beste der Besten zu werden, dann ist Dubai meiner Meinung nach der beste Standort. Und wenn deine Zielgruppe nicht komplett konservativ ist, dann hast du damit auch keine Probleme, sondern auch viel mehr Spaß und hast auch durch den erhöhten Lebensstandard auch ein besseres Leben. Das war's soweit zu diesem Video. Lass mir gerne deine Fragen, deine Kommentare, dann beantworte ich sie sehr, sehr gerne und dann sehen wir uns im nächsten Video.